haben die höchsten Ziele im europäischen Fußball. Das ist immer ein Traum von jedem Kind. Was denn Tor? Svonarek was! Gänsehaut am ganzen Körper gehabt. Bei uns, bei Bayern München, ist natürlich der Druck enorm. Sometimes you have to take one step backwards to take two steps forward. Die Leihen, die wir regelmäßig machen, die haben für uns rein sportlichen Hintergrund. Die Anforderungen beim FC Bayern München sind sehr, sehr hoch. Wir haben die höchsten Ziele, es ist die höchste Qualität im europäischen Fußball. Haben uns natürlich dann auch die Historie angeschaut und haben gesehen, dass es natürlich auch Spieler gab, wie ein Philipp Lahm oder ein David Alaba oder Toni Kroos, die im Gegensatz zu einem Basti Schweinsteiger oder einem Thomas Müller eben auch mal einen Umweg gegangen sind. Wir können keine Topstars ständig produzieren, aber wir können die Jungs auf ihr höchstmögliches Potenzial entwickeln. Es werden sehr, sehr viele junge Spieler entwickelt in unserem Campus und dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, die Jungs zu ihrem bestmöglichen Level zu führen und da ist eine Leihvariante oft ein sehr, sehr wichtiger Zwischenschritt. Bayern München steht natürlich für mit das Beste, was es gibt im Fußball. Weltweit kann man sagen, europaweit. Und das passiert nicht so nebenbei, sondern das heißt, da muss man ganz schön viel dafür tun, dass man das schafft. Ja. Das wollen wir den Spielern schon mitgeben und sie natürlich aber bestmöglich dabei betreuen und unterstützen, dass sie das auch alles unter einen Hut bringen. Es ist wichtig, dass die Jungs spüren, dass sie ein Teil vom FC Bayern München sind, weil eigentlich sind diese Burschen oft die größten Talente, wo nur der letzte kleine Schritt oft fehlt, dass sie wirklich ganz oben andocken und dann zu Einsatzzeiten bekommen und da wollen wir sie natürlich begleiten. Wir wollten ins benachbarte Ausland gehen, vorwiegend natürlich auch ins deutschsprachige Ausland, Schweiz, Österreich, weil es für unsere Spieler natürlich dann auch einfacher ist, sich zu integrieren. Aber möglicherweise eben auch ins Ausland, wo wir bei dem einen oder anderen Spieler wissen, er hat die Persönlichkeit und er hat die Einstellung, sich auch im Ausland durchzusetzen. Mit Ortswechseln, mit Vereinswechseln heißt das eben neues Umfeld, neue Menschen. Man ist ein Spieler von Bayern München, der wohin verliehen wird. Also eine ganz andere Erwartungshaltung auch an die Spieler. My name is Matteo Perez Wienlöf. I'm 18 years old, playing for Austria Wien. Ich heiße Laura Zvonarek, ich bin Offensiv-Mittelfeldspieler. Gerade spiele ich beim SK Sturm Graz. Matteo ist ein sehr guter Freund von mir. I mean, we're really good friends. From the Bayern times, he was one of my closest, if not my closest friend. We spend so much time together. He's an amazing player and he will play a lot, score a lot of goals. Wir haben ein sehr gutes Kontakt. Wir telefonieren oft. Ich bin sehr glücklich über ihn. Ich glaube, für den Spieler ist es grundsätzlich mal eine Persönlichkeitsentwicklung, sich außerhalb seines Umfelds bei Bayern München durchsetzen zu müssen. Wenn so ein Spieler dann zum ersten Mal in den Profibereich kommt, nach Österreich, zu einem Traditionsclub wie Austria Wien mit einer sehr, sehr fanatischen, emotionalen Fanszene, mit einer Herrenmannschaft, die im Altersschnitt vielleicht 26 ist, dann merkt er eben schnell, dass es nicht mehr der Campus beim FC Bayern München ist, sondern dass es jetzt darum geht, sich durchzusetzen. I'm a dynamic player. I like to create a lot on the wing. I like to defend one against one, both defensively and offensively. I like to be aggressive and put the ball in the box and give the ball to the attackers. Ich glaube, wenn er dann nach so 6 Monaten zurückkommt, dann wird er sich einfach eingestehen müssen, dass er Dinge gelernt hat, die er eben in diesen 6, 7 Jahren am Campus nicht lernen konnte, ganz zwangsläufig. Und ich glaube, dass ihn das sowohl fußballerisch, aber vor allem in seiner Persönlichkeitsentwicklung enorm weiterbringt. I have another role now, so now it's the first team. Like
for real. My last weeks at Bayern, I was with the first team. I was not a starter. So now it's a very good league that's growing as well. So I would say that, and to take more responsibility. That's my aim, to be a key part of the team. Es besteht auch oft die Möglichkeit, schnell international zu spielen. Die Liga ist trotzdem sehr herausfordernd, sehr intensiv. Ein richtig guter Schritt auch, um als Profi zu starten. Wir haben natürlich viel Kontakt auch nach Österreich und Österreich ist einfach eine sehr interessante Liga auch. Ich habe gehört, Sturm Graz hat Interesse auf eine Leihe, ein Jahr. Und von ersten Moment, ich hatte ein gutes Gefühl für das. Ich wusste, das ist ein guter Schritt. SK Sturm Graz ist ein großer Verein in Österreich. Letztes Jahr haben sie das Double gewonnen. Trotz der Konkurrenz von Salzburg. Das war schon ein riesiger Erfolg. Jetzt spielen die Champions League, was nochmal eine Steigerung sein wird. Das wird natürlich auch vom ganzen Umfeld anders aufgenommen. Da ist schon auch Druck da, was für Lobo natürlich auch gut ist, weil bei uns, bei Bayern München, ist natürlich der Druck enorm, wenn du da spielst. Erstmal, ich freue mich auf Champions League und auf österreichische Bundesliga. Wir möchten auch viele Spiele wie möglich gewinnen und wir wissen alle, das ist auch nicht so einfach. Aber ich freue mich auf neue Challenge. Das sind für Lovro jetzt ganz neue Erfahrungen. Dort wird er auch nicht mehr der junge Spieler sein, sondern da ist er der Spieler, der kommt von Bayern München. Da gibt es eine gewisse Erwartungshaltung. Jeder in Graz erhofft sich von ihm natürlich dann auch einen sportlichen Impact für die Mannschaft, eben auch entscheidende Situationen, entscheidende Tore. In Champions League ist wichtig, auch taktisch vorzubereiten, auch körperlich, weil das ist ein großes Niveau und muss in jeder Sequenz gut sein. Wir haben schon ein gewisses Grundniveau, da ist es jetzt nicht so einfach, vom ersten Moment gleich in die Startelf zu kommen. Ich glaube, dass er das aber schaffen kann. Am Ende des Tages haben wir für jede Position ein klares Profil, ein Anforderungsprofil, wo man sich den Spieler dann auch in der Endform sehen und dass er am Ende ein absolut wichtiger Spieler für Sturm Graz sein wird. Meine Ziele ist einfach Minuten zu sammeln in diesem Profi-Fußball. Ich fokussiere mich auf jetzt, weil wenn ich jetzt 100% bin, das kommt alles andere von alleine. Das Ziel ist dann schon, wenn sie dann von diesen Leihen zurückkommen, dass sie dann so weit sind, dass sie auch den Schritt zu uns machen und dass sie dann bei den Profis wirklich eine Rolle spielen. Arin Ibrahimovic, FC Bayern München. Ari Ibrahimovic, bei ihm hat man gemerkt, dass dieses Jahr ihn als Mensch, als jungen Menschen wirklich wahnsinnig hat reifen lassen. Das erste Mal nach der Leihe nach Italien zu begegnen, man hat wirklich gemerkt, es ist nicht mehr der Junge, den man sozusagen nach Italien geschickt hat, sondern man hat einfach gemerkt, er ist erwachsener geworden, klarer geworden. Man hat ihm sozusagen auch seine Entschlossenheit angemerkt, einfach diesen Weg weiterzugehen. Man hat trotzdem gespürt, dass er diese Entschlossenheit hat, sich im Kader von Bayern München bei den Profis durchzusetzen. Bayern München ist eine Familie, egal ob Campus oder Sebener. Ich würde sagen, auch die Zeit am Campus hat mich reif gemacht. Die Öffentlichkeit hat oft natürlich die romantische Vorstellung, dass eine Nachwuchsabteilung bei einem Club wie Bayern München im Grunde genommen den Idealweg vorzeichnet. Der Spieler geht von der U9 durch und ist irgendwann als Thomas Müller beim FC Bayern München, macht 700 Spiele und verlässt den Verein nicht und beendet seine Karriere. Die Realität ist, dass eben dieser Weg eines Thomas Müller nur für einen von 100 Spielern wirklich in Frage kommt.
Jeder Spieler hat eine andere Qualität, aber wenn wir es geschafft haben, mit dem Jungen zusammen eine Ausbildung vollzogen zu haben, eine komplette Ausbildung über Campus, über zweite Mannschaft, über Leihe, dass er dann irgendwann Bundesligaspieler wird, dass er dann irgendwann Zweitligaspieler wird, dann haben wir als Club was Großes gekonnt, nämlich ein weiteres Talent in den deutschen Fußball geführt zu haben.